Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um Random Forests und wie viele wahrscheinlich wissen, ist ein Wald ein Konstrukt aus vielen Bäumen. Das heißt, wir werden uns heute nicht mit einem Entscheidungsbaum, sondern mit mehreren Entscheidungsbäumen befassen und ich werde auch eigentlich nicht wirklich irgendwas hinschreiben, fällt mir gerade auf, denn irgendwie ist alles schon da, was wir brauchen. Okay, ein Random Forest ist ein Wald. Das bedeutet, wir haben mehrere Entscheidungsbäume und bei einer Klassifikation sagen wir einfach, es gehört zu der Klasse oder es gehört nicht zu der Klasse. Sprich, wir kommen zurück zu True und False und haben hier nicht mehrere Entscheidungsklassen, also hier Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4. Und dadurch werden die Bäume kürzer, denn wir haben ja weniger, was wir einteilen wollen. Wir haben ja nicht zig Klassen, also zum Beispiel 20 oder 26 Klassen, wenn wir jetzt mal Buchstaben nehmen, sondern wir haben einfach nur immer die Klasse True und False. Ist es ein A oder ist es kein A? Ist es ein E oder ist es keins? Und das ist sehr nützlich, denn dadurch, wie gesagt, werden die Bäume kleiner. Und was wir machen, wenn wir irgendwas klassifizieren wollen, ist einfach, wir lassen eine Demokratie unter Bäumen laufen. Das heißt, wir lassen die Bäume abstimmen. Und je mehr Bäume sagen, oder wenn die meisten Bäume sagen, es ist ein A, und vor allem mehr Bäume sagen, es ist ein A als irgendwas anderes, dann werden wir es als A klassifizieren und ansonsten tun wir es halt als Nicht-A klassifizieren, beziehungsweise das, was halt danach kommt. Also wenn jetzt das E das zweitmeiste ist, dann nehmen wir halt das E. Okay, und das Ganze kann man natürlich voll parallel laufen lassen, denn die ganzen Bäume lassen sich völlig unabhängig voneinander berechnen. Wir können sogar Overfitting zulassen, das heißt, wir müssen uns nicht mal um das Prunen von irgendwas kümmern. Und das Tolle ist, dass man dann sogar Wahrscheinlichkeiten angeben kann. Sprich, man sagt, okay, wir haben insgesamt 100 Bäume und mir sagen 10 Bäume, es ist ein A und ein Baum sagt mir, es ist kein A. Naja gut, dann habe ich halt 10 von 11, also 10 Elftel, okay, ich hätte vielleicht andere Zahlen nehmen sollen. Sagen wir haben 90 Bäume, die sagen mir, es ist ein A und 10 Bäume sagen mir, es ist kein A. Dann habe ich eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass es ein A ist. Ja, und wie gesagt, man kann dann auch einfach mehrere Attribute oder Attribute mehrmals klassifizieren lassen. Man nimmt einfach haufenweise Bäume, so viele wie man gerade braucht oder wie man sich von der Rechenleistung her leisten kann und dann eben nur auf True und False gemünzt. Das passt dann super. Okay, und man füttert denen dann halt unterschiedliche Daten. Man teilt es irgendwie alles zufällig auf. Deswegen Random Forest, man teilt die Daten dann wirklich zufällig auf und ja, so bekommt man einen super Klassifikator, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also meistens hat er sogar sehr, sehr gute Werte. Praktisch ist es allerdings hier, wenn man sehr, sehr, sehr viele Daten hat und die sind leider schwer zu bekommen, aber ansonsten eine Demokratie unter Bäumen funktioniert in dem Fall sehr gut. Okay, das war es eigentlich dazu schon wieder. Ich habe jetzt diesmal nichts aufgeschrieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.